Bevor ich ausführlich auf das Jahr 2020 eingehe, möchte ich dir etwas vorlesen. Denn der Eindruck, ich hätte mich bis heute nicht zu den Vorwürfen aus dieser Zeit geäußert, ist falsch. Ich habe nämlich bereits vor ziemlich genau einem Jahr für die Sonic Seducer ein Interview gegeben. Ich lese den betreffenden Abschnitt einfach mal vor. Sonic Seducer fragt: Für Diskussionsstoff, Unverständnis und Unmut sorgten 2020 Kommentare, die zumindest wirkten, als äußere sie Steve Nagavi privat. Es ging um Chips im Impfstoff und Ähnliches. Soweit ich weiß, sind die Posts wieder verschwunden. Steckte auch dahinter letztendlich der Versuch, Diskussionen zu provozieren? Oder gibt es eine andere Erklärung? Meine Antwort war und ist: Wen sonst sollte ich nach seiner Meinung fragen, wenn nicht unsere Fans? Für mich war das etwas völlig Selbstverständliches. Wenn mir merkwürdige Artikel zugesendet wurden und ich nicht genau wusste, was ich davon halten sollte, dann fand ich es eine super Idee, diese zu teilen, um die Meinung derer darüber zu hören, denen ich vertraue. Die ersten Diskussionen darüber waren immer sehr aufregend und gelöscht habe ich die Posts immer dann, wenn die Leute angefangen haben, sich gegenseitig zu beleidigen. Mich darf man beleidigen, alles cool, aber untereinander ist das irgendwie doof. Frage: Regierungskritisch zu sein ist ja eine Sache. Impfskeptiker gibt es auch nicht erst seit Corona. Das kann man mit Meinungsfreiheit abdecken. Du wurdest aber auch als QAnon-Anhänger und Verschwörungstheoretiker bezeichnet, was nochmal etwas anderes ist. Kannst du das für unsere Leser etwas einordnen? Meine Antwort in diesem Fall war und ist: Bin ich ein Islamist, nur weil ich den Muezzin am Anfang von Metal Hammer rufen lasse? Man muss kein Anhänger von irgendetwas sein, um die Verbrechen von schwerreichen Drahtziehern anzuprangern. Ich habe Q und das, was der oder die gepostet haben, bis heute nicht richtig einordnen können. Hab mir das damals wie viele auch angesehen. Es war aber so dermaßen kryptisch und unverständlich, dass es mich als Hauptschüler schon damals völlig überfordert hat. Ist, glaube ich, eher was für Leute, die auch so Fantasy-Spiele mit Rätseln lösen. Das polarisierende Interesse daran hat aber gereicht, um ein bisschen Nagavi-mäßig damit rumzuspielen. Den Stress lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich glaube, der größte Aufreger bisher war, als ich am Anfang behauptet habe, dass die auf jeden Fall versuchen werden, die Impfung zur Pflicht zu machen. Davon war ich überzeugt. QAnon-Anhänger? Warum? Ich habe doch nie behauptet, Anhänger davon zu sein. Sowas habe ich doch nie gesagt. Aber der Reihe nach. Ich gehe jetzt ins Detail und du wirst überrascht sein. Aber ich muss weiter ausholen und zurückspulen ins Jahr 2013. Ist wichtig. Du wirst nachher auch verstehen, warum. Aus dem Nichts heraus und völlig überraschend, also plötzlich und unerwartet, postete ich auf meiner offiziellen &One Facebook-Seite ein neues Titelbild. Das war Ende Juli 2013 und die Leute fingen an zu rätseln, was das wohl bedeuten könnte. Terminator 1? Technoman 1? Oder was ne Scheiße, einfach mal Musik machen und Fresse halten. Mein Alltag. Eine Woche später erschien das Titelbild. Und wieder wurde gerätselt, was das alles zu bedeuten hätte. Ich hatte ja auch nichts weiter dazu gesagt. Es sollten dann noch einmal über 9 Monate vergehen, bis ich endlich an meinem Geburtstag den Schleier gelüftet habe. Die Werbung für unsere Trilogie 1. Und jetzt wusste man auch, wofür das T und die 3 Farben in den Titelbildern zuvor standen. Ich hatte also schon ein Jahr vor Veröffentlichung angefangen, das Thema zu triggern. Aber zurück zu 2020. Ein sehr schwieriges Jahr für alle.
ängstliche Menschen wurden panischer, impulsive Menschen hysterischer und zynische Menschen wie ich zynischer. Aufgebracht waren wir alle. Die Monate Februar, März waren ja bereits ziemlich turbulent. Es war ein regelrechtes Alle gegen alle. und dabei wollten wir doch alle nur. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Und schon im Februar 2020 wurde ich das erste Mal als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, weil ich behauptet habe, dass wir bald in Deutschland einen Lockdown bekommen werden, so wie in China. Ernst gemeint, keine Provokation. Da gab es teilweise sehr heftige Reaktionen darauf, aber auch Zustimmung. Ich habe dann Ende März versucht, die Thematik ein wenig mit Humor aufzulockern. Links, falscher Abstand, rechts, richtiger Abstand, hahaha. Oder das hier, spricht für sich. Und natürlich hat diese Phase auch mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Ging ja fast allen so. Und mit dem Startschuss für den ersten Lockdown habe ich mich dann zusammengerissen, mich fokussiert und habe versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ich hatte dich am 25. März daran teilhaben lassen, dass ich alte Instrumente wieder herausgekramt hatte, um die schwierige Zeit, die ich hier übrigens als Warnschuss der Natur bezeichne, mit positiver Energie musikalisch bewältigen zu können. Es war ohnehin schon längst überfällig, dass ich mich mal ernsthaft an die Trilogie 2 mache, die ich bereits Jahre zuvor großspurig angekündigt hatte. Und da man sowieso zu Hause eingeschlossen war, eine gute Gelegenheit. Dann nach 2, 3 Tagen habe ich eine für mich wichtige Entscheidung getroffen. Ich wollte an meinen Aufgaben wachsen. Am 29. März, also 4 Tage nach meiner Ankündigung, mich wieder an die Musik machen zu wollen, erschien dann für alle überraschend dieses Titelbild auf meiner Facebook-Seite. Der Buchstabe Q mit 2 Augen, eins in Rot, eins in Blau. Und hiermit begann das wohl größte Missverständnis meiner gesamten Karriere. Aber eben nicht bei allen. Denn einige Leute fingen zunächst quasi hinter meinem Rücken an zu munkeln, dass ich irgendwie schräg drauf wäre. Und dieses Q landete unweigerlich in einer Schublade, die ich a. nicht kannte und b. gar nicht aufmachen wollte. Aber ich habe ja Klarheit versprochen und hier kommt sie. Quadrologie. Mir waren die geplanten 3 Alben nicht genug. Jetzt wollte ich 4 machen. Trilogie, Quadrologie. Und eine Woche später hatte ich dann eigentlich vor, dieses Titelbild hier zu posten. Man hätte hier 4 Quadrate gesehen, umhüllt von einem Q. Die Quadrate standen jeweils für ein Album und das große Quadrat oben stand für das Hauptalbum, welches ich übrigens Matrix genannt hätte. Die Matrix wäre knallrot geworden und die anderen 3 Alben wären knallblau geworden, um diesmal das Hauptalbum optisch besser von den Nebenalben trennen zu können. Im Prinzip also das gleiche Konzept wie schon 7 Jahre zuvor, T wie Trilogie, die Farben für die 3 Cover. Warum aus der Trilogie dann doch nichts wurde, darüber mache ich mal ein extra Video. Unmittelbar nach meinem Bilderrätsel für die Quadrologie begann so etwas wie eine subtile Hetzjagd, ohne dass ich daraus irgendwie schlau werden konnte. Denn egal, was ich danach gepostet habe, wurden einige Reaktionen heftiger, ohne dass ich einen klaren Anlass dafür erkennen konnte. Zu diesem Zeitpunkt sagte mir die amerikanische Q-Bewegung nämlich noch gar nichts. Ich gebe dir mal ein Beispiel für einen Post, der relativ typisch für mich war zu der Zeit. Wie so oft am Anfang der Pandemie bekam ich von YouTube diesmal ein Video vorgeschlagen mit einem Podcast von Bernhard Leuen. In dem ging es unter anderem um die finanziellen Verbindungen von Bill Gates bei dem ganzen Corona-Kram und um technische Überwachung des Impfstatuses unter der Haut. Ich schrieb dazu: Wie denkt ihr denn so über die geplanten Zwangsimpfungen und implantierten Mikrochips in euren Händen?
Was vor vielen Jahren als Verschwörungstheorie die Runde machte, wird nun Realität. Seht ihr das ähnlich kritisch wie ich? Zum einen ging es um die Impfpflicht, wo die Politik noch im April beteuert hatte, es würde sie auf gar keinen Fall geben. Ja, ja. Dann ging es an anderer Stelle um die Idee, den Impfstatus eines jeden Bürgers unter der Haut zu überwachen. Es ging mir gar nicht darum, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen. Meine Frage dazu war lediglich, was ihr darüber denkt und ob ihr das ähnlich kritisch seht. Ist man deswegen gleich ein Verschwörungstheoretiker oder Schwurbler? Eine Frage ist keine Theorie. Doch wie es der Zufall so will, erschien 1,5 Jahre später ein Mainstream-Artikel im linksliberalen Online-Magazin Der Standard. Grüner Pass entwickelt, der unter der Haut implantiert wird. In Schweden hat eine Firma nun tatsächlich einen grünen Pass entwickelt, der auf einem Mikrochip gespeichert und unter der Haut implantiert werden kann. Na sowas. Zu der Zeit haben übrigens schon tausende Schweden so einen Chip unter der Haut getragen. Und darum ging's. So war auch die Fragestellung der Sonic Seducer nicht ganz korrekt, als es hieß, Mikrochips im Impfstoff? Denn sowas habe ich weder angedeutet noch behauptet. Jedenfalls noch nicht. Aber der Sonic Seducer hat hier ja nicht absichtlich was verdrehen wollen. Das Phänomen nennt man stille Post. Nochmal, wenn man mit einem geteilten Artikel oder ein Video eine Diskussion eröffnet, dann kann das doch unmöglich bedeuten, dass man sich den Inhalt oder die Meinung darin automatisch zu eigen macht. Oder hast du jemals ein 30-Minuten-Video gesehen, wo du völlig kritiklos mit allem einverstanden warst, was darin gesprochen oder geschrieben wurde? Zu der Zeit, insbesondere heute, hat doch fast jedes Posting, welches sich mit der Tagespolitik beschäftigt, ein enormes Erregungspotenzial. Erst recht, wenn es von einer prominenten Person kommt. Das gilt auch für C-Promis. So eine prominente Person und durchaus umstrittene Person ist zum Beispiel Ken Jebsen. Zumindest nannte er sich damals so. Der hatte ein Video gemacht, welches komplett durch die Decke ging und in kürzester Zeit über 3 Millionen Klicks auf YouTube erreicht hatte. Das Video hieß Gates kapert Deutschland. Darüber hatte man geredet. Selbst die Bild hatte das thematisiert. Der Mainstream ist voll drauf angesprungen. Focus, ZDF, Bayerischer Rundfunk und im Internet präsent auf sämtlichen Timelines, auch auf meiner. Denn wenn Bill Gates sagt, wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen, dann reicht es mir nicht, einfach nur die Meinung aus dem Mainstream zu schlucken. Ich wollte eure Meinung dazu hören. Darauf bin ich angewiesen. Meine Frau will mit mir überhaupt nicht über Politik reden. Wozu gibt es denn soziale Medien? So, und was habe ich neulich noch irgendwo gelesen? Jetzt halte ich fest. Steve Nagavi ist ein Ken Jebsen-Anhänger. Wer sowas behauptet, zieht sich nicht nur selbst runter. Wer sowas behauptet, weiß, dass es nicht stimmt, hofft aber, dass andere das glauben und auf mich losgehen. Anhänger? Ja, davon und davon. Wir gehen nochmal zurück, so Anfang, Mitte April. Da hatte mich der Ex-Manager von einer bekannten Band gefragt, was das mit dem Q auf dem Titelbild auf sich hat und ob das irgendwie mit QAnon zusammenhängt. Da habe ich dann zum ersten Mal oberflächlich danach gegoogelt und ihm dann die Gegenfrage gestellt, was ich damit zu tun haben soll. Das Q im Titelbild konnte und wollte ich ja zu dem Zeitpunkt nicht erklären. Meine Pläne mit der Quadrologie gingen ihn ja nichts an. Das war ja noch ein Bandgeheimnis. Dann hatte ich mich tatsächlich 2-3 Tage hingesetzt und mir das Thema mal intensiver angeguckt. Ein paar Seiten bei Facebook markiert, in den Gruppen nachgelesen. Das war teilweise so kryptisch, dass man da alles hätte hineininterpretieren können. Und trotz ich kaum was verstanden habe, fand ich das teilweise spannend und auch richtig witzig.
In diesen sogenannten Q-Drops wurde nämlich unter anderem behauptet, wenn auch subtil, Angela Merkel wäre mit Adolf Hitler verwandt. Jetzt weißt du auch, warum ich irgendwie komisch wurde, wenn ich von einigen als QAnon-Anhänger gebrandmarkt wurde. Denn neben provozieren oder trotzig reagieren kann ich noch etwas anderes sehr gut. Stänkern. Gib den Leuten, was sie von dir halten. Eine Kuh. Verstehst du? Kuh? Auf jeden Fall eins meiner schönsten Titelbilder. Ich muss auch ein bisschen gestehen, manchmal liebe ich es, Hatern Material zu liefern, mit dem die sich so richtig an mir abstrampeln können. Das macht mich irgendwie geil. Und ich kann sie förmlich hören. Ja, aber wenn du sowas machst, dann darfst du dich doch nicht wundern, wenn die Leute dich als QAnon-Anhänger bezeichnen. Fakt ist, es bleibt doch eine falsche Tatsachenbehauptung. Auch juristisch gesehen. Schau mal, selbst Elon Musk hat noch letzten Monat die Leute mit dem Thema getriggert. LGBTQ-Anon? Ja, habe ich auch nicht verstanden. Aber macht ihr das automatisch zu einem QAnon-Anhänger? Wissen wir doch nicht. Oder hier, Elon Musk im Verschwörerland. Da hat er im Dezember 22 ein Bild aus Alice im Wunderland gepostet, wo die Presse dann wieder voll drauf angesprungen ist. Nach dem Motto, das weiße Kaninchen ist aber auch Teil eines QAnon-Codes. Der verarscht uns doch. So habe ich aber wohl eins mit Elon Musk gemeinsam. Leute, die mich ohnehin schon immer verachtet haben, zu triggern, befriedigt mein Hang zur Selbstbelustigung. Die springen dann immer so schön drauf an. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich hatte auch meine Tabus. Es wäre mir zum Beispiel nicht einmal in den Sinn gekommen, irgendwas zu posten, was mit Kindern zu tun hat. So Sachen wie Adrenochrom, Kinderblut oder gefangene Kinder in Tunnels und im Central Park. Bei sowas hätte ich mir nicht mal einen ironischen Spruch erlaubt. Gar nichts. Und trotzdem ist es typisch, dass wenn du Bill Gates oder Impfung sagst, kommen die guten Menschen mit Verschwörungstheoretiker, ihr mit eurem Bill Gates, Adrenochrom, Kinderblut, wow, 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 wow. Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Wer hat was gesagt? Wenn man sich von den, sagen wir mal, 100 heiklen Themen, die es so gibt, 2, 3 aussucht, welche man mit seinen Fans ernsthaft diskutieren will, dann ist man doch nicht automatisch Vertreter sämtlicher Verschwörungstheorien, die es so auf dem Markt gibt. Da bin ich genau. Und erst recht, wenn ich mit Extrembeispielen verglichen werde. Zum Beispiel Xavier Naidoo. Was soll der Vergleich? Der hatte bis vor kurzem insgesamt über 15.000 Beiträge auf Telegram gepostet. Und da waren teilweise Themen dabei, die ich hier nicht mal annähernd erwähnen würde. Themen, die ich zum Beispiel gerade als Tabu bezeichnet habe, oder der ganze Reichsbürgerkram, seine radikalen Ansichten zum Judentum und. Willst du jetzt mit Xavier Naidoo im Duett singen? Die Leute habe ich geblockt, das war mir zu blöd. Trotzdem, um eins mal klarzustellen, ich halte Xavier Naidoo nach wie vor für einen sanften Menschen mit einem großen Herzen. Dieser virale Nervenzusammenbruch, für den er so belächelt wurde, der war doch echt. Der hat die Story doch geglaubt mit den Tausenden von Kindern unterm Central Park. Leider ohne darüber nachzudenken, ob das überhaupt logistisch machbar wäre, ohne dass das irgendjemandem auffällt. Und was sollte bitte der Vergleich mit dem hier? Der war ja mal richtig hart drauf. Monatelang, ewig lange Sprachnachrichten auf Telegram. Da reden wir nicht mehr über eine Milchkuh im Titelbild oder subtilen Sticheleien im Nagavi-Style. Der war richtig aktiv. Was habe ich mit dem zu tun? Weil er Sänger ist? Bin ich ein Sänger? Auch darüber gehen die Meinungen zu Recht deutlich auseinander. Aber es ging noch unverschämter.
Denn sofort und ohne mit der Wimper zu zucken, habe ich die Leute geblockt, die mich in einem Satz zusammen mit Attila Hildmann erwähnt haben. Einen bekennenden Hitler-Fan, ein leidenschaftlicher Holocaustleugner und Judenhasser. Geht's noch? Das ist eine Frechheit. So ein Vergleich ist an Boshaftigkeit kaum zu überbieten. Muss ich mir nicht gefallen lassen. Wann habe ich noch geblockt? Normale Beleidigungen gegen mich habe ich fast immer stehen lassen. Selbstgerechtes Arschloch, ist ja auch ein bisschen was dran. Oder arrogante Fotze, ist mir egal. Aber Beleidigungen untereinander, gerade zu der aufgeheizten Zeit, haben mich als Verantwortlicher für meine Facebook-Seite dazu veranlasst, Krawallmacher zu entfernen und meine Beiträge auf Facebook grundsätzlich nach 2, 3 Tagen zu löschen. Manchmal auch früher. Ab 2 Postings, die endlose Verschachtelungen innerhalb einer Kommentarsektion haben können, verliert man die Übersicht. Und erst recht, wenn man übersieht, wenn irgendwelche User in den Kommentarspalten Links zu extremistischen Portalen posten. Das hat bei mir noch nie was zu suchen gehabt. Und jetzt wird's komisch. Denn Kommentare mit Links zu QAnon-Gruppen habe ich genauso gelöscht. Allerdings erst nachdem ich mich darüber informiert hatte. Manchmal habe ich meine Beiträge aber auch länger stehen lassen, wenn die Diskussion konstruktiv geblieben ist. Zum Beispiel der hier. Anhand meiner unironischen Schreibweise erkennt man hier auch deutlich, dass es sich hierbei nicht um Provokation handelt. Zitat: Sehr sachliches, unaufgeregtes und kompetentes Interview. Kann ich nur empfehlen. Eigentlich nichts falsch zu verstehen. Ich wurde damals ja auch nicht müde, vor einer kommenden Behandlung zu warnen, die zu dem Zeitpunkt ja noch nicht einmal auf dem Markt war. Aber heute wissen wir es ja alle besser. Herr Lauterbach hat uns nämlich versichert, dass die keine Nebenwirkung hat. Aber ich muss auch sagen, als Corona-Leugner oder Querdenker wurde ich zu meiner Überraschung bisher kaum bezeichnet. Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. Das ist etwas. Das ist aber schon etwas, ja? Das könnte aber auch mitunter daran liegen, dass die sogenannte Querdenkenbewegung erst Anfang Mitte Mai 2020 mediale Aufmerksamkeit erregt hat. Ein Zeitpunkt, wo ich überhaupt gar nichts mehr in diese Richtung gepostet habe. Ja, richtig gehört. Denn von meinem missverstandenen Hinweis auf die Quadrologie am 29. März 2020 bis hin zu meinem allerletzten Post am 10. Mai 2020 vergingen gerade mal etwas mehr als 5 Wochen. 5 Wochen. Danach habe ich mich zum Musikmachen zurückgezogen und habe das ungewöhnliche Ergebnis dann ja auch an meinem Geburtstag am 26. Mai auf diesem Kanal hier veröffentlicht. Anschließend habe ich mich jahrelang überhaupt nicht mehr zu irgendwelchen heiklen Themen geäußert. Nichts. Auch keine Provokationen. Die Zeit wurde nämlich deutlich härter und der Drang danach, Dinge missverstehen zu wollen, wuchs exponentiell. Sarkasmus und Ironie hatten einfach keinen Platz mehr in der Gesellschaft und auch ernsthafte Diskussionen landeten meist in einer Sackgasse. Doch zurück zum 10. Mai 2020, wo ich aufgehört habe, sind da nicht noch ein paar Dinge offen? Flache Erde, Donald Trump, Twitter? Da war doch was. Wir sehen uns in Teil 4, wenn es heißt Hater und andere Freunde.